in internationalen Teams arbeiten, mehrere Sprachen im Einsatz haben. Für viele Menschen ist dies heute die reale Arbeitswelt. Doch das Etablieren einer Fremdsprache wie Englisch als Arbeitssprache in einem Unternehmen ist oft schwieriger, als viele sich vorstellen. Mein Name ist Mia Komori-Glatz und ich arbeite am Institut für englische Wirtschaftskommunikation an der WU. Ich erforsche Englisch als Lingua Franca, das bedeutet, wie Englisch verwendet wird, wenn sich keine oder nur wenige englische Muttersprachler und Muttersprachlerinnen am Arbeitsplatz befinden. Hat Englisch als offizielle Firmensprache einen Sinn? Und wenn ja, wird es tatsächlich verwendet? Welche Rolle spielt Sprache im Wissenstransfer und im nachhaltigen Beziehungsaufbau am Arbeitsplatz? Als Teil eines größeren Projekts habe ich Publikationen zu Englisch als Arbeitssprache aus der Sprachwissenschaft und dem internationalen Management analysiert und ein Framework daraus entwickelt. Dieses klärt und beleuchtet die Rolle von Englisch als offizielle Firmensprache und auch in der gelebten Praxis am Arbeitsplatz. In einem weiteren Teil meiner Studie habe ich Interviews mit Masterstudierenden an der WU durchgeführt und sie bei ihrer multikulturellen Teamarbeit beobachtet und aufgenommen. So konnte ich Einblicke in ihre Erfahrungen mit Englisch als Arbeitssprache erhalten. Die Ergebnisse machen die hohe Komplexität der Sprachrealität am Arbeitsplatz deutlich. Sprache ist nicht statisch, sondern ändert sich ständig, je nachdem, wer an der Interaktion teilnimmt und was der Zweck der Interaktion ist. Die Partei mit überlegenen kommunikativen Kompetenzen hat oft dabei mehr Macht. Kommunikative Kompetenzen können allerdings auch über eine langfristige oder wiederholte Interaktion gemeinsam entwickelt werden. Flexibilität und das schnelle Anpassen an gegenseitige Bedürfnisse spielen dabei eine zentrale Rolle. Beispielsweise haben die Teams in meiner Studie nicht nur das, was sie sagen, aneinander angepasst, sondern auch, wie sie es sagen. Dies legt einen wichtigen Grundstein, um Englisch als ihre Arbeitssprache weiterzuentwickeln. Aber es braucht noch mehr, um alle Kommunikationskanäle in einem Unternehmen offen zu halten. Wichtig ist, bei sämtlichen Informationsflüssen alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sprachlich zu erreichen, sei es in Meetings, im E-Mail-Verkehr oder sogar in der Teeküche. Dies erfordert aktives Einholen von Feedback oder eventuell auch das Anbieten mancher Informationen in der Muttersprache. Vor allem gilt es darauf zu achten, dass niemand durch die Arbeitssprache benachteiligt ist. Diese Ergebnisse zeigen, dass Firmen und Angestellte bewusst mit Sprache innerhalb und außerhalb der Firma umgehen müssen. Als besonders wichtige Erkenntnis hat meine Studie gezeigt, dass eine hohe Sprachflexibilität am Arbeitsplatz heutzutage verlangt wird. Unsere Absolventinnen und Absolventen müssen daher gut darauf vorbereitet sein, in einer mehrsprachigen und sich rasch entwickelnden Berufswelt bestehen zu können. Als Universität müssen wir ihnen die kommunikativen Kompetenzen dafür vermitteln.